Wenn auch du Opfer eines sogenannten Überweisungsbetruges geworden bist, dann werde ich dir in diesem Video erklären, was du machen kannst, was jetzt deine Optionen sind, wie du möglicherweise dein Geld zurückbekommen kannst. Überweisungsbetrug nimmt eindeutig zu. Uns kontaktieren Mandanten laufend, weil sie Opfer solcher Betrüger geworden sind. Wir können hier eigentlich nicht helfen. Das ist nicht unser Spezialgebiet. Das heißt, auch wenn du Opfer eines solchen Überweisungsbetruges geworden bist, können wir dir leider nicht helfen. Oftmals kontaktieren uns die Mandanten, weil es da eben dann auch eine steuerliche Komponente gibt. Dazu werde ich gleich noch mehr erzählen. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Spezialgebiet. Setz dich am besten mit einem entsprechenden Anwalt in Verbindung. Wenn du einfach in Google danach suchst, solltest du hier einen tatsächlich erfahrenen Experten zu dem Thema finden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben sehr viel Erfahrung mit solchen Fällen, denn seit vielen Jahren kontaktieren uns Opfer von Überweisungsbetrügern, fragen um Rat. Das heißt, wir kennen die Masche dieser Betrüger und natürlich haben auch ein bisschen Know-how angesammelt, was man tun kann, um sein Geld zurückzubekommen. Von vornherein muss ich dir sagen, dass deine Chancen nicht sehr gut stehen, dein Geld zurückzubekommen, aber schauen wir uns mal die einzelnen Möglichkeiten an. Zunächst mal, was sind die häufigsten Varianten von Überweisungsbetrug? Nun, wir begegnen üblicherweise 4 Varianten. Es gibt dort einmal die klassische Nigeria Connection. Das sind solche E-Mails, die du bekommst, wo dann drin steht, dass du eine große Summe Geld geerbt hast von irgendeinem Scheich, der gestorben ist, von irgendeinem König, der gestorben ist und der dich hier als fernen Verwandten identifiziert hat. Oder auch ein Modell, wo jemand ganz klar sagt, dass der und der verstorbene Diktator hier Schwarzgeld auf der Seite hat und ein Konto braucht, wo er dieses hin überweisen kann. Wenn er das Geld auf dein Konto überweisen kann, kriegst du davon dann einen dicken Anteil. Ich meine, man würde sagen, die meisten fallen auf sowas nicht herein, aber leider ist es so, dass gerade ältere Menschen auf sowas hereinfallen. Die Masche ist hier, dass du in dem Land Anwälte, Notare, Berater beauftragen musst, angeblich, die dann dir helfen, an dein Erbe zu kommen. Und dann wird auch hier noch die angebliche Steuer eingeschaltet. Du musst dann auch noch Erbschaftssteuer in dem Land bezahlen. Und nun sagen die Betrüger, dass du das eben nicht von diesem geerbten Geld machen kannst, sondern dafür manuell aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz Geld hinüberweisen musst. Das heißt, du überweist dann hier von deiner Bank Geld an die Betrüger und dein Geld ist dann natürlich futsch. Und die spinnen das immer weiter. Wenn du also als erstes mal Geld dahin überweist für einen Anwalt, dann sagen sie, das alles hat sich jetzt doch als kompliziert herausgestellt. Es müssen jetzt mehr Anwälte kontaktiert werden und dann überweist du wieder Geld hin. Das heißt, die versuchen dich hier mehrfach zu Überweisungen zu bringen und natürlich siehst du dann dein Geld wahrscheinlich nie wieder. Das ist also die sogenannte Nigeria Connection. Ein anderer sehr häufiger Scam sind einfach die sogenannten Investment Scams. Das heißt, du siehst irgendwo auf Social Media Anzeigen für lukrative Investments, vielleicht sogar hier mit einem Deepfake-Video von Elon Musk oder so, wo ein bestimmter Coin oder ein anderes Investment beworben wird. Du investierst Geld. Vielfach ist dann die Plattform, wo du investierst, fake. Das heißt, du siehst dann, dass dort dein Investment landet, dass dein Investment im Wert immer weiter steigt und du überweist dann mehr Geld an diese Betrüger. In Wirklichkeit ist aber nie etwas da. Und auch hier wirst du dann immer wieder eingeladen, mehr zu überweisen. Und wenn du dich dann entschließt, dein Konto am Ende zu schließen, soll dann auch noch steuerfällig werden, damit du an dein Geld kommst. Also da auch wiederum hier eine steuerliche Komponente und natürlich bekommst du dein Geld nie wieder. Dann gibt es die sogenannten Romance-Scams. Also hier kontaktiert dich auf Instagram oder auf Facebook eine attraktive junge Dame aus dem Ausland und die ist dann angeblich hier unsterblich in dich verliebt und beginnt dann so eine Art Online-Romanze, Online-Flirt mit dir und irgendwann will sie dann eben Geld von dir haben, weil die Mutter krank ist, weil der Bruder eine Operation braucht und so weiter und so fort. Also auch hier schwer zu begreifen, warum jemand darauf reinfallen sollte. Also lass es mich ganz klar sagen, wenn du Mitte 50 bist, Glatze hast und einen Bauch hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass eine attraktive 25-jährige Chinesin Interesse an dir hat, romantischer Art. Also das kann schon mal nicht stimmen. Lass dich hier auf keinen Fall auf irgendetwas ein. Und dann etwas, was es in den letzten Jahren hier vor allen Dingen stark zugenommen hat, der sogenannte Pig Butchering Scam. Also im Grunde genommen, hier geht es ums Schweineschlachten. Etwas, das aus China kommt. Es ist die Kombination letztlich
des Investment Scam und des Romance Scams. Das heißt, wiederum kontaktiert dich eine attraktive junge Dame aus China, aus Kenia, aus einem anderen attraktiven Land, versucht dann hier mit dir irgendwie online anzubandeln und wird dir dann ein Investment irgendwann aufschwatzen. Und auch hier wieder die gleiche Masche, du sollst investieren und dann setzt sie dich unter Druck und dann denkst du, naja, ich finde ja die junge Dame so hübsch, vielleicht kann sich da mal irgendwann wirklich was ergeben, also investiere ich mal da weiter, wenn sie mir das empfiehlt und so weiter und so fort. Und dann willst du dein Geld abziehen und dann wollen sie wiederum Steuern haben. Also das sind so die üblichen Themen, die vier bekanntesten Scams, die es eigentlich gibt. Aber natürlich gibt es viele andere und viele andere Variationen von diesen gleichen Scams. Also hier musst du dich einfach online informieren, einfach grundsätzlich natürlich sehr wachsam sein. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es eben meistens auch zu gut und nicht wirklich wahr. So, was kannst du jetzt tatsächlich machen, wenn du hier ins Netz der Betrüger geraten bist? Und tatsächlich muss ich dir sagen, dass ich gestandene Unternehmer kenne, die hier sehr viel Geld verloren haben. Also das trifft jetzt nicht nur Dumme oder so, ja. Ich kann mich an einen Fall erinnern, an einen Mandanten, der hatte sage und schreibe 900.000 Euro investiert in einen solchen Investment-Scam. Der hat von seinem Sparkassenkonto, ja, von seinem Sparkassenkonto insgesamt 9 Überweisungen à 100.000 Euro gemacht an diese Betrüger. Hier war dann eine Krypto-Variante noch involviert. Das heißt, er hat das erstmal an Binance überwiesen und von Binance dann in Kryptos weitergeschickt. Kann man sich nicht vorstellen. Ich habe natürlich sofort dann realisiert, dass es ein Betrug ist. Ich habe ihm das sofort auf den Kopf hinzugesagt. Dann war er erstmal wütend mit mir, wie ich sowas unterstellen könnte. So nach dem Motto, kill the messengers. Ja? Also vielfach ist das so, das ist so eine Verteidigungshaltung oder auch eine Verdrängungshaltung, die ist mir jetzt schon mehrfach tatsächlich begegnet, wenn ich Mandanten dann relativ schnell erklärt habe, dass sie hier einem Betrüger zum Opfer gefallen sind. Das ist doch wirklich nicht schwer tatsächlich zu identifizieren, denn wie gesagt, oftmals ist da noch so eine steuerliche Komponente da drin. Wenn man sich da mal dieses angebliche Schreiben der Steuerbehörde anschaut, um das es hier gehen soll, wo man hier zur Zahlung aufgefordert wird, dann kann man sofort sehen, dass das ein ganz billiger Brief mit Word gemacht ist, irgendein Logo, Copy-Paste, der eingefügt wurde, oft eben auf Englisch, aber mit vielen Rechtschreibfehlern, britisches Englisch und amerikanisches Englisch vermischt, also eine totale Katastrophe. Müsste eigentlich jemand sofort sagen können, dass das totaler Quatsch ist. Jemand hatte sogar auch mal hier Kontoauszüge von Barclays gefälscht und hat sogar dem Mandanten ja gesagt, naja, hier, du kannst ja sehen, ich bin reich, ich bin sicherlich kein Betrüger, ich habe 500 Millionen Pfund bei der Barclays Bank und hat ihm einen gefälschten Barclays-Kontoauszug gegeben. Ich habe wiederum, bevor ich den Kontoauszug gesehen habe, dem Mandanten gesagt, das ist ein Betrug, bezahle auf keinen Fall mehr was. Wiederum, der Mandant war wütend. Er war wütend auf mich, dass ich ihm die Wahrheit gesagt habe und hat mir gesagt, das ist kein Betrug. Hier, ich habe den Beweis, schau dir an, der hat mir einen Kontoauszug geschickt. Da steht drauf, er hat 500 Millionen auf dem Konto. Das ist sicherlich kein Betrüger. Ich konnte ihm dann sehr schnell beweisen, dass dieser Kontoauszug wiederum eine total billige Fälschung ist und garantiert kein echter Barclays-Kontoauszug. Also das heißt, hier wird wirklich mit allen Mitteln gearbeitet, um hier Gutgläubige ins Verderben zu führen, ins finanzielle Verderben, in den Ruin zu führen. Und das ist natürlich für viele ein Riesenproblem. Vor kurzem sprach ich mit einem Mandanten, der verdient 2.000 Euro netto, der hat insgesamt 30.000 Euro hier investiert, seine gesamten Ersparnisse jetzt futsch. Auch hier war es Pick-Butchering, das heißt, eine junge Chinesin hat sich hier ihm genähert und er war natürlich vielleicht ein bisschen einsam und hat sich dann sehr hier über die Zuwendung gefreut und ist natürlich voll in diese Falle hereingetappt. Also das sind schon sehr erschütternde, sehr schlimme Geschichten, die es da tatsächlich gibt. Was kann man jetzt dagegen tun? Was kann man machen, um sein Geld zurückzubekommen? Nun, wenn du dir die Webseiten von spezialisierten Anwälten anschaust, dann wirst du sehen, dass der erste Schritt immer ist, hier die Bank oder mögliche Zahlungsdienstleister hier in Haftung zu nehmen. Ich habe dir jetzt ja einige Beispiele gesagt und einige Beispiele waren natürlich extrem untypisches Verhalten hier für diese Mandanten. Also der eine Mandant, der 900.000 Euro hier nach Binance überwiesen hat, der hat davor nie in Krypto investiert. Da hat die Bank nie versucht, ihn hier von der Überweisung abzuhalten oder das mal zu hinterfragen. Das gleiche übrigens von dem Mandanten, der 30.000 Euro an einen Crypto-Exchange überwiesen hat, der 2.000 Euro verdient.
Auch hier haben die Banken diese Überweisung nicht hinterfragt. In anderen Ländern, zum Beispiel UK, wäre das nicht passiert. Hier wäre die Überweisung erstmal nicht ausgeführt worden und man hätte den Mandanten angerufen und hätte gefragt, willst du wirklich diese Überweisung machen? Gut, in diesem Fall war er natürlich hier so besessen von der jungen Dame. Das heißt, er hätte wahrscheinlich trotzdem der Bank gesagt, ja, ich mache tatsächlich diese Überweisung. Aber vielleicht hätte ein solcher Anruf der Bank auch geholfen, dass er erstmal abwartet und sich noch mit einem Experten dazu unterhält, ob das wirklich so sein kann. Man weiß es nicht. Jedenfalls seine Deutsche Bank hat hier nichts gemacht, hat ihn einfach die Ersparnisse, die er sein ganzes Leben lang aufgebaut hat, an ein Krypto-Exchange überweisen lassen in mehreren Überweisungen. Das sind dann Ansatzpunkte für Anwälte, die hier im Grunde sagen können, dass die Banken hier tatsächlich nicht ihren Fürsorgeauftrag wahrgenommen haben, den sie für ihre Kunden haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für regulierte Krypto-Exchange, insbesondere solche in der EU. Das heißt, wenn dir so etwas passiert, mach auf jeden Fall Folgendes: Kontaktiere einen erfahrenen Anwalt, such einfach in Google danach. Da gibt es einige, die das machen. Dann die Bank kontaktieren, möglicherweise die Finanzaufsicht, das gleiche auch mit dem Krypto-Provider und dann auch hier die Finanzaufsicht in dem Land kontaktieren. Oftmals sind die ja in Zypern oder Malta oder sowas. Ja, das heißt, da musst du dann dort tätig werden. Und dann natürlich auch auf jeden Fall zur Polizei gehen in Deutschland und hier Anzeige erstatten. Ja, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann hast du schon mal die ersten Schritte gemacht. Es gibt tatsächlich etliche Personen, die dann hier von den Banken und Zahlungsdienstleistern entschädigt worden sind, weil hier eben nicht genug Sicherheitsschranken sozusagen im System der Bank integriert waren. Es gab jetzt hier vor kurzem noch eine Gesetzesänderung in der EU, die hier die Position der Verbraucher weiter stärkt. Aber tatsächlich muss man sagen, dass das in vielen Fällen oder sogar in den meisten Fällen natürlich nicht zum gewünschten Erfolg führt. Und alles Weitere hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, über wie viele finanzielle Mittel du verfügst und wie ernsthaft du dann das betreiben willst. Du kannst zum Beispiel bei einem Gericht ein Gerichtsurteil erwirken, dass sämtliche involvierten Zahlungsdienstleister und Stellen hier verpflichtet werden, Informationen aufzudecken, die hier mit dem Betrug in Verbindung stehen. Möglicherweise, wenn die Betrüger ein Konto hatten, auf welches du überwiesen hast und du nicht auf ein Konto eines Crypto-Exchange zum Beispiel überwiesen hast, dann muss dann das kontoführende Institut herausgeben, wer hinter diesem Konto steht, wer das Konto aufgemacht hat. Denn das kann man ja vielfach nicht ohne sich hier auszuweisen. Also schon einen weiteren Annäherungspunkt an die Betrüger. Das Gleiche kann man möglicherweise auch für den Krypto-Exchange sagen. Vielleicht wird ein Krypto-Experte, den du hier bezahlst, den ein Anwalt vielfach findet, in der Lage sein zu identifizieren, an wen hier diese Zahlung gegangen ist. Gerade dann natürlich, wenn hier diese Adresse schon vielfach für Betrugsfälle verwendet wurde, gibt es dort bestimmte Möglichkeiten. Wenn du eine Überweisung ins Ausland gemacht hast, dann kannst du natürlich diese Überweisung auch zurückfordern und das geht eigentlich auch. Also grundsätzlich ist es möglich, eine Überweisung zurückzuholen, aber vielfach besteht eben das Problem, dass letztlich dann die Betrüger das Geld schon woanders hin überwiesen haben und das Konto, worauf du überwiesen hast, im Grunde schon wieder leer ist. Dann bringt das Ganze natürlich nichts. So, und das sind im Grunde genommen die Möglichkeiten, die dir hier zur Verfügung stehen. Hast du jetzt mit Karten übrigens bezahlt und nicht überwiesen, dann stehen deine Chancen natürlich weitaus besser. Denn bei Kartenzahlung ist ja im Falle eines Betruges vielfach garantiert, dass du dein Geld zurückbekommst, ohne Wenn und Aber. Natürlich sind aber typischerweise auch die Zahlungen, die du mit Karte machst, nicht so hoch wie bei einer Überweisung. Also vorhin sprach ich ja von Hunderttausenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Zahlung mit Karte machst für Hunderttausende, ist natürlich relativ gering. Auch PayPal und ähnliche Dienste sind hier eigentlich ziemlich gut. Du hast hier eben einen gewissen Schutz und bekommst dein Geld dann garantiert von PayPal zurück, die dann natürlich wiederum Versicherungen im Hintergrund haben. Aber auch hier muss man sagen, dass natürlich Betrüger vielfach kein PayPal verwenden, sondern ganz gezielt natürlich auf Krypto aus sind oder eben auch auf Banküberweisungen. Abschließend möchte ich sagen, dass hier zu absoluter Vorsicht eben geboten ist. Lass dich hier nicht auf etwas ein. Wie gesagt, zum Teil ist das auch einfach gesunder Menschenverstand. Wenn dir jemand ein Millionenerbe hier ankündigt aus Afrika, dann muss man sagen, dass das komplett unrealistisch ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Fälle, die ich genannt habe. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass dich eine schöne junge Frau hier auf Instagram anspricht, wenn du Mitte 50 bist
und dich tatsächlich attraktiv findet. Sie will in der Regel dann irgendwas von dir haben. Und natürlich auch diese hervorragenden Investmentmöglichkeiten. Vielfach wird man hier gerade im Kryptobereich dann verführt durch das, was man in den Medien sieht. Man weiß, der Bitcoin ist in den letzten 10 Jahren von $300 auf jetzt $100.000 gestiegen. Man möchte auch an diesem Erfolg natürlich teilhaben, daran partizipieren, aber das ist natürlich nicht so einfach, wie das dann hier von den Betrügern dargestellt wird. Also setze grundsätzlich deinen gesunden Menschenverstand an, frage andere Familienmitglieder, frage Freunde, frage deinen Steuerberater, Rechtsanwalt um Rat. Lass dich hier nicht aufs Glatteis führen. Und wenn du tatsächlich Opfer eines solchen Betruges geworden bist, dann geh zur Polizei, kontaktiere die Bank, den Zahlungsdienstleister und suche dir im Internet einen Anwalt, der auf diese Themengebiete spezialisiert ist. Nochmals, wir können dir hier leider nicht helfen, also uns bitte nicht kontaktieren diesbezüglich. Das ist etwas, was definitiv nicht unser Spezialgebiet ist. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.